Kali Gebrauchtwagencheck, Exterieur oder Karosserieüberprüfung. Wir knien gerade hier vor dem Auto, 66.000 Kilometer gelaufen, 4,5 Jahre alt, erste Hand. Beim ersten Drüberschweifen alles perfekt, aber das genaue Hinsehen lohnt sich oft. Hier ein Kratzer, ungefähr 10 cm Länge. Ist bei der Sonderlackierung, die das Fahrzeug hat, natürlich ein Problem. Die ist mit Matteffekt, also polieren ist hier nicht. Wird lackiert werden müssen, wenn er raus soll. Würde ich sagen, bei diesem Bronze Frozen Metallic müsste die Farbe sein. Bestimmt mit Lack angleichen, 500 €, geht natürlich ins Geld. An der Fahrtüchtigkeit ändert das zwar nichts, aber man möchte ja unter Umständen auch ein perfektes Fahrzeug. Wo wir gerade hier vorne sind, Scheinwerfer. Früher war die Streuscheibe aus Glas, jetzt ist sie aus Plastik. Bringt den Effekt mit sich, dass bei Steinschlägen, die natürlich passieren können, unter Umständen hier Risse entstehen können und Feuchtigkeit in den Scheinwerfer eindringt. Das Fahrzeug ist mit adaptivem Kurvenlicht und Xenon ausgerüstet, bedeutet, der Scheinwerfer wird mindestens um die 1.500 € kosten, wenn man den neu braucht. Ziemlich ärgerliche Sache und geht ins Geld. Der hier schaut gut aus, da sollten wir kein Problem haben. Gehen wir zur Felge oder besser zur Rad-Reifen-Kombination. Die Felge einfach mal grob überfliegen auf Beschädigungen. Hier diese kleine Beschädigung wird ein leichtes Antuschieren des Randsteins gewesen sein. Nicht weiter tragisch, ist nur ein optisches Problem. Kann man beheben lassen, kostet natürlich auch sein Geld, ist aber nicht weiter tragisch. Sollte die Beschädigung gravierender sein oder gleich Stücke vom Metall fehlen, deutet das logischerweise darauf hin, dass es mit wesentlich höherer Geschwindigkeit zu einem Einschlag meinetwegen in den Randstein gekommen ist. Hier ganz besonders aufpassen, das kann verdammt teuer werden, weil die Lenkung könnte betroffen sein. Eine neue Lenkung bei dem Auto, auch ziemlich teuer, möchte niemand. Ich schaue immer bei solchen Felgen sehr gut durch die Felge durch, auf die Bremsscheibe. Die Bremsscheibe ist ein Indiz, wie lange das Fahrzeug schon steht. Ist sie komplett verrostet? Steht das Fahrzeug wohl schon länger? Ist das Fahrzeug bei einem Händler, würde ich mir die Gedanken machen, warum steht das Fahrzeug schon so lange beim Händler? Stimmt vielleicht mit dem Auto etwas anderes nicht? Oder ist er womöglich von Haus aus zu teuer? In dem Fall sieht es soweit ganz gut aus. Das Tragbild schaue ich mir noch an. Bedeutet, ist die Scheibe blau angelaufen. War wohl ein bisschen sehr sportlich ambitionierter Fahrer am Werk. Nicht unbedingt optimal. Hat sie Riefen, auch nicht optimal. Müsste unter Umständen demnächst dann gewechselt werden. Ist natürlich ein Problem. Gerade bei den Fahrzeugen ist ein V8, ein 550i. Könnte ins Geld gehen. Nächster Check, nehmen wir ein kleines Hilfsmittel, hat normalerweise jeder spätestens zum Unterschreiben vom Kaufvertrag, Kugelschreiber. Kugelschreiber ist im Regelfall vorne konisch, bedeutet, ich kann perfekt die Spaltmaße überprüfen. Ohne die Spitze auszufahren, stecke ich ihn hier rein, fahre die Spalte vom Auto ab und beobachte dabei, ob der Kugelschreiber seine Position ungefähr hält. Geht der Spalt weiter auseinander, rutscht die Spitze weiter rein. Wird er kleiner, rutscht sie weiter raus. Ein bisschen was wird sich immer verändern, weil selbst im Werk des Automobilherstellers ist es nicht möglich, zu 100% so etwas perfekt hinzukriegen. Sollte das Spaltmaß gravierend auseinandergehen, kleine Toleranzen sind normal. Sollten sie gravierend auseinandergehen, haben wir das Problem, dass wir davon ausgehen können, dass der Kotflügel schon mal abgenommen wurde, entweder ersetzt, neu lackiert, irgendetwas in der Richtung, sollte man auf jeden Fall nachfragen. So, nun überprüfen wir mal das ganze Fahrzeug auf weitere Kratzer und Dellen. Oder ob es sonst irgendwie angefahren wurde. Passiert bei den Spiegeln natürlich auch mal ganz gerne, dass man wo hängen bleibt. Sieht aber gut aus. Okay, hier haben wir eine Delle. Das Teil ist wechselbar. Aber natürlich nicht ganz so einfach und kostet auch ein paar Mark. Wichtig auf der Suche nach den Dellen ist die Lichtbrechung. Wenn man im flachen Winkel gegen das Licht schaut und die Spiegelungen, die sich am Lack ergeben, ist, sobald ein Fahrzeug eine Delle hat, bricht sich das Licht natürlich anders. Man kann die Kante dann relativ gut erkennen. Das schaut in Ordnung. Ah ja.
Okay, also hier haben wir 3 Dellen, wobei nur eine, die hier etwas drastischer ist. Die anderen 2 sind eigentlich kaum zu erkennen. Aber bei ganz genauem Hinsehen sieht man es doch. Rückleuchte oder Heckleuchte ist das gleiche Thema wie bei den Frontscheinwerfern. Steinschlag ist hier zwar eher unwahrscheinlich, aber auf Wassereinbruch sind sie trotzdem zu prüfen, könnten ja irgendwelche Undichtigkeiten haben, meinetwegen auch über die Dichtungen hier. Wenn Wasser in den Scheinwerfer eindringt und es zum Defekt kommt, sind natürlich auch diese Design-LED-Scheinwerfer eine verdammt teure Angelegenheit und können sehr ans Geld gehen. Da haben wir noch eine Kleinigkeit. Da war wohl mal eine kleine Lackbeschädigung und man hat versucht, mit dem Lackstift das Ganze auszubessern. Das ist jetzt fast schlimmer, als wenn man es einfach so gelassen hätte. Gut, Tankklappe ist ein wechselbares Teil, aber kostet natürlich auch sein Geld. Ich denke, das Fahrzeug wird einen zufriedenen Käufer finden und auf einen guten Besitzer wechseln. Ich hoffe, das Video hat euch soweit geholfen. Das war's von unserer Seite. Gute Fahrt.